Also ich bin nicht ganz alleine. Ich habe meinen Assistenten, der wird ein bisschen helfen mit den Gruppen, die außerhalb spielen, also die Schlagzeuggruppe im 4. Satz und auch die Streichergruppe mit der Harfe im 1. Satz. Und ich habe auch noch was anderes vorbereitet, das verrate ich jetzt aber noch nicht, weil es gibt ja bei Alps, wenn man also mehreren Dirigenten brauchen könnte, das hat auch immer so ein bisschen ein anarchisches Element. Also der Dirigent dirigiert einen Teil des Orchesters und es gibt einen anderen Teil des Orchesters, dieser Teil spielt in einem anderen Tempo, ja, in einer anderen Geschwindigkeit. Und da habe ich mir was ausgedacht, das kann ich aber erst, das muss ich noch ausprobieren, ob das funktioniert, weil es ganz wichtig ist für die Musik von Ives, dieses anarchische Element, ja, dass sozusagen ein Teil des Orchesters sich entscheidet, nicht mit dem Dirigenten zu spielen, sondern ein anderes Tempo. Das hat auch diesen gewissen Witz, der bei Ives einfach typisch ist. Also wir sind im Endeffekt schon, wenn ich alle zusammenzähle, sind wir auch zu dritt, aber den größten Teil der Arbeit mache ich. Also ich denke natürlich, dass Wissen, Kenntnisse, das ist niemals fehl am Platze, das hilft immer. Aber man sollte doch auch die Musik nicht mit Bildung zubauen. Und das, was ich eigentlich beim Musikfest erreichen möchte, ist, dass man einen unmittelbaren Zugang zur Musik bekommt. Da glaube ich ganz fest an die Musiker, an den Dirigenten, an die Orchester auf der Bühne, dass die einfach die Leute packen durch diese tolle Musik, durch die Art und Weise, wie sie aufführen. Das andere, die Kenntnisse, die noch hinzukommen, diese ganze New England-Geschichte mit Charles Ives, der Hintergrund der Tradition, das reizt vielleicht die Leute, sich damit zu beschäftigen, wenn sie in dem Konzert waren. Für diejenigen, die kenntnisreich schon sind, ist es vielleicht auch ein Anlass, dann auch ins Konzert zu kommen. Aber ich würde das niemals in den Mittelpunkt schieben. Für mich ist das Wichtige die Musik und ich glaube, die Musik ist stark genug, um die Leute auch ins Konzert zu holen und dort auch zu beeindrucken. Ich würde gerne sagen, dass das Stück von Ives ist in erster Linie, diese Symphonie ist ein visionäres Stück. Es gibt überhaupt nichts Vergleichbares. Es geht schon damit los, dass es ein Solo-Klavier gibt, das quasi wie im Klavierkonzert vorne steht. Und dann ist es auch ein räumliches Stück. Also es gibt, er spielt mit verschiedenen Entfernungen. Das hat Ives sehr interessiert. Er hat einen langen Essay geschrieben im Vorwort der Partitur, wo er darauf eingeht, wo er auch darauf eingeht, dass das für die Zukunft der Musik wahnsinnig wichtig wäre. Das, glaube ich, ist auch immer noch sehr aktuell, das, was er dort anspricht. Und das wird jeder merken, der im Konzert sitzt, dass es eben rechts oben eine Gruppe gibt von 5 Geigen und einer Harfe, die sozusagen für himmlische Klänge stehen, sagen wir mal so. Und links oben wird eine Schlagzeuggruppe sein, die im letzten Satz quasi sowas wie das eherne Gesetz, also die Umlaufbahn der Planeten oder so, irgendwas, was also unverrückbar immer abläuft, während sozusagen die menschliche Musik, das menschliche Streben, was auch immer im Orchester dargestellt wird, ist diese Schlagzeuggruppe unverrückbar, spielt ihren Rhythmus oben. Und da ist für mich dann das Problem übrigens, das zu koordinieren von der Zeit her. Also das ist sehr wichtig. Und dann gibt es Dinge in der Partitur, die man gar nicht machen kann. Nämlich, dass Ives, ich glaube, von 1 bis 6 verschiedene Entfernungen sich vorgestellt hat, aus denen jeweils auch im Orchester gespielt werden soll. Das geht aber gar nicht. Da müsste man sozusagen mindestens 5 oder 6 Orchester haben oder zumindest einzelne Gruppen, die dann verschiedene Melodien, die sie spielen, aus verschiedenen Entfernungen spielen. Aber die Idee des Stückes ist, dass Dinge gleichzeitig erklingen, besonders im 2. Satz, aus verschiedenen Entfernungen. Also zeitlich sowohl durch ihren Inhalt, durch die Art der Melodie, als auch von der Lautstärke her. Und das ist alles schon ganz wahnsinnig. Und dann gibt es 4 Sätze. Es gibt sozusagen ein Vorwort, ein Prelude, ein Einleitungsstück, in dem der Chor sozusagen die Frage nach dem tieferen Sinn des Lebens stellt. Und danach gibt es 3 Antworten, 3 weitere Sätze. Der zweite ist sozusagen, ja, sag ich mal,
aus dem Leben gegriffen, was kann alles passieren. Da geht es ziemlich handfest zur Sache, wird auch als Komödie überschrieben, oder Comedy auf Englisch. Der dritte Satz klingt merkwürdig altmodisch, weil es so eine Art Fuge, es ist nicht mal eine richtige Fuge in C-Dur mit Orgel und Posaune und Streicher ist, wo man nicht genau weiß, hat Ives das ernst gemeint, aber wahrscheinlich hat er es ernst gemeint. Das ist sozusagen die Kirche mit allem, was dazugehört. Und der letzte Satz geht eben weit darüber hinaus. Da gibt es eben diese verschiedenen Gruppen im Raum und auch der Chor singt am Schluss. Und das ist sozusagen die Transzendenz, also das, was ich jenseits von Kirche und meinem täglichen Leben, was darüber hinaus an Antworten möglich ist. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt bei Ives. Ich meine, Musik ist immer für Räume geschrieben worden. Fängt schon mit dem gregorianischen Choral an und allem, was danach gekommen ist. Es gibt immer Mehrchörigkeit, immer Verteilung von Musik in den Räumen. Aber was bei Ives aufkommt, wirklich an einer neuen Qualität, ist, dass quasi in den Konzertsaal andere Räume hineingeholt werden. Der Raum der Natur, der Raum der Kirche, der Raum des Konzertsaales natürlich auch wieder alles. Das sind Dinge, die wir auch bei Mahler finden. Und ich denke, Mahler und Ives sind da wirklich die beiden Heroen der Kompositionsgeschichte, die das wirklich ausgearbeitet haben und auch für das 20. und 21. Jahrhundert fruchtbar gemacht haben. Also verschiedene Räume in den Konzertsaal reinzuholen, aus dem Konzertsaal einen spirituellen Raum zu machen, aus dem Konzertsaal einen Raum zu machen, den man eigentlich mit dem Grand Canyon assoziiert, all diese Dinge. Mein Eindruck ist der, dass Jazz ja lange Zeit, sag mal, in der ernsten Musik, also als er aufkam, als nicht gleichwertig angesehen wurde. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch die Geschichte, dass es ja einige Zeit gekostet hat, bevor man sowas wie Jazz bis Benny Goodman mal in der Carnegie Hall auftreten durfte. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass Gershwin geschafft hat, da Elemente des Jazz so zu verarbeiten, dass sie irgendwie sozusagen in den Konzertsaal reinkommen konnten. Ich würde ihn aber trotzdem auch darüber hinaus nie unterschätzen. Er war ja mit Schönberg befreundet, er wusste sehr genau, was los ist. Er hat auch, mir hat zum Beispiel Elliot Carter mal erzählt, dass er neben George Gershwin in der amerikanischen Premiere von Wozzeck in der Metropolitan Opera gesessen hat. Der hat sich sehr interessiert, der wusste sehr gut Bescheid, die Stücke sind sehr gut komponiert und wenn man ihn selber Klavier spielen hört, hat das auch sehr wenig, also gibt es ja Aufnahmen, hat das sehr wenig zu tun mit dem, was manchmal heute so aus Gershwin gemacht wird. Das ist, ich finde, das ist ein sehr ernstzunehmender Komponist, ja, und ich liebe seine Musik sehr. Das Wort ernste Musik ist ja eine böse Kategorie, weil es eigentlich dazu gebraucht wird, um andere Musik zu diskriminieren, die dann eben nicht ernste Musik ist und die keinen Zugang in den Konzertsaal hat. Und George Gershwins Musik ist auf jeden Fall eine Musik, die man verdammt nochmal wirklich sehr ernst zu nehmen hat, weil die ist Musik von bester Güte, von einer ganz hohen Intellektualität, auch von einer hohen großen Sinnlichkeit. Und das würde ich übrigens auch von der Musik der Beatles und so weiter sagen. Das ist alles Musik, die man ernst nehmen muss, weil sie ist von Menschen für Menschen gemacht worden. Was Gershwin wirklich geschafft hat, und so muss man das, glaube ich, sehen, in diese Kultur der sogenannten ernsten Musik tatsächlich auch die populäre Stimme mit hineinzubringen, das finde ich eine ganz große Leistung und widerspricht eigentlich nicht der ernsten Musik, sondern die ernste Musik kann froh sein, dass es solche Stimmen gibt. Also mein Plädoyer, George Gershwin gehört natürlich in die Programme rein, der sogenannten ernsten Musik und der Konzertsäle und zwar noch viel häufiger. Ich habe schon sehr früh mit George Antheil zu tun gehabt über sein phänomenales Stück Ballet Mécanique, was glaube ich nur deshalb nicht so oft gespielt wird, weil es einfach in kein Konzertraster wirklich reinpasst. Das ist für 4 Klaviere und Riesenschlagzeug, man braucht nicht wirklich ein Orchester. Man kann es aber auch nicht in einem Kammermusiksaal spielen. Also da muss man noch darauf warten, dass man da mal eine intelligente Lösung findet. Was ein phänomenales Stück ist, weil es sehr frech ist und sehr ungewöhnlich. Ja. Er hat ja auch dieses herrliche Buch geschrieben, The Bad Boy of Music,
kann ich nur empfehlen. Und die Jazz-Symphonie ist natürlich schon entstanden in Anlehnung an Rhapsody in Blue und solche Sachen, die gab es damals schon. Und ist, glaube ich, auch in Carnegie Hall uraufgeführt, 1927. To great success, wie er ganz unbescheiden in dem Vorwort seiner Partitur schreibt. Und ist ein merkwürdig fragmentarisches Stück, also besteht aus, also mit Symphonie hat das eigentlich ganz wenig zu tun, finde ich jedenfalls, also im klassischen Sinne, sondern es sind so kleine Häppchen, die er aneinander reiht und am Schluss kommt ein Walzer, ja, also noch so als Augenzwinkern hinterher. Der Mann war einfach, der ist nicht so einfach einzuordnen, aber deswegen auch typisch für Amerika, weil er eben, was schon die Frechheit hatte, sein eigenes Ding zu machen. Ich glaube, dass der Erfolg Bernstein in letzter Konsequenz eigentlich durch so Komponisten wie Ives und so weiter erst möglich gemacht worden ist. Weil Ives hat eigentlich die Tür aufgemacht, um all die Musik reinzulassen, die normalerweise in den Konzertsaal bis dahin nicht erklungen ist. Also die Folklore, die Gospelgesänge, die Cowboy-Musik und so weiter. Und das ist ein Kapital, von dem andere Komponisten dann auch profitiert haben. Und diese Idee, die Popularität in der klassischen Musik, in der ernsten Musik zuzulassen, das ist etwas, von dem auch Bernstein profitiert hat, was er ausgebaut hat. Und so würde ich Bernstein wirklich in dieser Tradition sehen. Das denke ich, begründet auch seinen Erfolg. Und jetzt ist eben Bernstein auch ein Komponist, den man gut dazu verwenden kann, um ihn so als Magneten dafür einzusetzen, dass man auch Ives und so weiter programmieren kann. Ich glaube, er geht einfach auch noch einen Schritt weiter. Also zum Beispiel im Einsetzen des Schlagzeugs, ja, das ist also wirklich, das geht irgendwie darüber hinaus, was man bis dahin hatte, finde ich. Also dieser Mambo und solche Sachen, das ist wirklich wie so eine entfesselte große, weiß ich nicht, kubanische oder was auch ich, Band. Also das ist einfach unglaublich, was er gemacht hat und welcher Meisterschaft das auch alles instrumentiert ist und die Instrumente eingesetzt sind. Und auch es ist eben auch motivisch sehr, sehr, sehr verschränkt, die gesamte West Side Story. Also das ist einfach jetzt nicht nur populäre Musik, sondern das ist wirklich mit höchster Meisterschaft komponiert, mit jemand, der sich mit der gesamten, als Dirigent eben, mit der gesamten Musikgeschichte beschäftigt hat. Irgendwie kommt da auch was zusammen. Und ich glaube ja immer, so ein Publikum spürt das auch, dass ob etwas einfach nur so, einfach mal so, ja, weil kommt halt gut an, oder ob jemand wirklich ernsthaft versucht hat, da Dinge zusammenzubringen, ja, um auch das Orchester wirklich zu fordern und zu nutzen in all seinen Möglichkeiten. Das ist eine sehr schwere Frage. Also man kann natürlich, die Ives-Rezeption in Europa, die fängt an nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar durch die Avantgarde, durch die europäische Avantgarde, Stockhausen und andere. Bernstein hat da bestimmt weniger eine Rolle gespielt. Ich meine, das läuft auf verschiedenen Ebenen ab. Was das Publikum im Konzertsaal angeht, hat bestimmt Bernstein eine größere Rolle gespielt. Ives, denke ich, spielt eine große Rolle bei den Komponisten. Es ist ein Komponist, der zum Beispiel für Georg Friedrich Haas von heute sehr viel von Bedeutung ist. Das kann sich sehr schnell ändern, und jeder Komponist geht ja so mit seinem Kosmos um, wo sich ganz verschiedene Kollegen miteinander verbinden. Bei Wolfgang Riem ist es die Musik der Renaissance, die Musik von Richard Strauss und von Edgar Varèse, und bei anderen Komponisten ist es eben anders. Aber ich glaube, dass tatsächlich Charles Ives in diesem Programm derjenige ist, der am meisten auf die Komponisten der Nachkriegszeit und auch noch auf einige Komponisten von heute Einfluss hat. Ich würde gerne nur sagen, dass Charles Ives für mich wahnsinnig wichtig war in meiner eigenen Biografie. Er hat sozusagen für mich die Tür aufgemacht eigentlich in die Moderne. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her natürlich.
Und als Dirigent bin ich ihm immer wieder begegnet und ich liebe seine Musik. Und es ist etwas, was seine Wirkung nicht verliert. Also das ist einfach ein Komponist, der wird bleiben. Und ich glaube, die Herausforderung, die er stellt an Orchester, an Dirigenten, auch an Zuhörer, bleibt. Der Mann hat eine Radikalität des Denkens gehabt zu seiner Zeit, die heute noch wirkt, finde ich. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass noch mehr Komponisten sich mit Ives beschäftigen, also gerade auch mit diesen räumlichen Fragen, die ich vorhin angesprochen habe, weil ich glaube, das ist noch nicht ausgeschöpft. Ich finde diese Frage ziemlich komplex, weil wir müssen sehen, dass die Rezeption der amerikanischen Musik von Charles Ives, von Cage, von Morton Feldman und anderen eine europäische Rezeption vor allem ist. Und all diese Namen stehen für eine europäische Karriere amerikanischer Musik. Insofern ist Amerika und Europa immer schon zusammen und es ist eigentlich eine musikalische Kultur. Das ist für all die Musiker, die im 20. Jahrhundert unser Kulturleben geprägt haben, auch Dirigenten wie Ingo Metzmacher und so weiter gehört Ives zum selbstverständlichen Repertoire an Musik. Und da gibt es nicht mehr Unterscheidung in Europa und Amerika. Natürlich gibt es unterschiedliche Stile, so wie Dvorak anders klingt als Brahms und so weiter. Aber die Frage, ob das jetzt aus Tschechien kommt oder aus Russland und so weiter, ist ja für die Frage in der Arbeit mit einem Orchester und so weiter ja gar nicht vorrangig.